Schau, ich war emotional abhängig. Ich hatte keine eigene Meinung und bin nur noch mit meiner Partnerin aus der Haustür raus. Ich habe es anderen immer recht gemacht, weil ich so große Angst vor Ablehnung hatte. Aber dann kam meine Erleuchtung. Heute schaffen es 9 von 10 Menschen mit dieser Anleitung, sich von der emotionalen Abhängigkeit zu befreien, um endlich wieder ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Die meisten Menschen, die unter emotionalen Abhängigkeit leiden, wissen es nicht mal, dass sie darunter leiden. Sie verwechseln das mit Liebe. Im Laufe dieses Videos werde ich dir noch erklären, was der Unterschied ist zwischen wirklicher Liebe und emotionaler Abhängigkeit. Aber vorher schauen wir uns doch erstmal an, ob du wirklich davon überhaupt betroffen bist. Schauen wir uns doch einmal an, wie es ist, wenn ein Mensch unter einer emotionalen Abhängigkeit leidet. Was da für verschiedene Faktoren und Punkte da zusammenkommen können, dass es tatsächlich so ist. Nun, Menschen, die unter einer emotionalen Abhängigkeit leiden, können sich vielleicht darin erkennen, anhand eines Testes, wenn du dir vielleicht jetzt einmal kurz mal so imaginär vorstellen magst, wie es ist, wenn du vielleicht mal einen Tag oder gar ein paar Stunden oder vielleicht 2 Tage von deinem Partner mal getrennt bist, vielleicht wegen einer Geschäftsreise oder eines Krankenhausaufenthaltes, dass sie dann irgendwie selber nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Die allermeisten Menschen werden dann sagen, aber ich vermisse dann meinen Partner. Ja, das ist erstmal ganz normal. Das ist normal. Ich sage, ja, mein Partner ist nicht da, irgendwie ist es hier so leer in der Wohnung und ruhig. Es ist aber irgendwie nicht mehr ganz so normal, wenn man dann sagt, ich weiß nicht, was ich mit mir selber anfangen kann. Soll ich mich vielleicht mit jemandem treffen? Soll ich dies machen oder jenes machen? Und dann zwingt man sich dazu, dieses oder jenes zu tun. Man merkt aber, dass das gar keine Freude bereitet. Und vor allen Menschen, so war das bei mir auch, Menschen, die unter einer psychischen Störung leiden, wie zum Beispiel Zwangsgedanken, Angststörungen oder gar Panikattacken, Depressionen, werden sehr oft relativ leicht emotional abhängig von ihrem Partner und merken das so richtig gar nicht. Das ist aber auf Dauer sehr, sehr toxisch, weil man sich davon abhängig macht und dadurch diese psychische Störung nicht besser macht, sondern gar noch verschlimmert. Schauen wir uns einmal Punkt Nummer 2 an. Vielleicht erkennst du dich da auch wieder. Das ist sehr, sehr spannend. Du tust sehr, sehr gerne, bewusst oder auch unbewusst, deinen Partner alle Entscheidungen überlassen. Das bedeutet, er soll alle Entscheidungen treffen. Gehen wir heute dahin? Ich weiß nicht, was sagst du? Ich wollte eigentlich ins Schwimmbad gehen. Ich will aber ins Kino. Und ja gut, wenn du das so willst, dann machen wir das so, ja. Also du überlässt alle Entscheidungen. Bei den ganz großen Entscheidungen, da ist es sowieso so. Also da fühlt man sich dann irgendwie ganz hilflos. Wenn es dann so solche Entscheidungen gibt, ich will auswandern, ich will dahin ziehen, ich will vielleicht ein zweites Kind oder ich weiß nicht, ob du das willst oder ja, wie wär's denn eigentlich mal, wenn wir mal heiraten würden oder so, machst du mir einen Antrag oder so. Also du merkst, die Person bestimmt das Leben, sie gibt die Führung her. Und das ist ja auch erstmal gar nicht so schlimm, wenn ein Part vielleicht der dominantere Part in der Beziehung ist. Aber die Abhängigkeit, dass man sich davon abhängig macht, die Person trifft alle Entscheidungen. Egal, ob es die kleinen Entscheidungen gehen, gehen wir heute da einkaufen oder gehen wir da einkaufen. Du überlässt die Entscheidungen immer deinen Partner und er dominiert und er sagt, wo der Weg hinlang geht. Und des Weiteren darf man nicht vergessen, dass du dich immer fügst. Das bedeutet, du hast so große Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen und diese Angst vor der Ablehnung, dass du immer unbewusst oder auch bewusst, viele machen es auch bewusst oder unbewusst, dass sie es ihnen immer recht machen. Und das sind auch solche typische Zeichen, wenn du dich hier wiedererkennst, dass du unter einer emotionalen Abhängigkeit leidest. Ein sehr wichtiger Punkt ist die Eifersucht. Eifersucht ist erstmal ganz normal, das gehört zum Menschensein dazu. Wenn wir emotional abhängig sind, sind wir eigentlich schon pathologisch eifersüchtig. Die meisten sind pathologisch eifersüchtig und sie können vor allen Dingen nicht diese Grenze ziehen, weil sie das vielleicht noch als eine Normalität betrachten. Ist doch normal, dass ich eifersüchtig bin. Ich liebe ja schließlich meinen Partner. Das geht aber ein bisschen schon darüber hinaus. Personen fangen an, hinter dem Rücken des Partners sein Handy zu kontrollieren. Schauen, wo er hingeht, wenn er aus der Haustür rausgeht. Schauen, was er getan hat. Fragen so nach Details, wenn er zurückkommt, wie war's? So und durch die Blume zu fragen, wie war's und was habt ihr darüber gesprochen? Oder rufen dann vielleicht bei anderen an, ob die das bestätigen können und gehen vielleicht auch teilweise hinterher, ob er da oder da hingeht. Das sind Zeichen dafür der pathologischen Eifersucht. Also das ist schon keine, wie soll ich sagen, noch gesunde Eifersucht, sondern schon eine pathologische Eifersucht und ist sehr, sehr oft zu finden bei Menschen, die eine emotionale Abhängigkeit von ihrem Partner haben. Wichtig zu wissen ist, dass du bitte nicht alle diese Beispiele 1:1 auf dich übertragen sollst. Das heißt jetzt nicht, weil einer verfolgt oder einer nicht verfolgt, dass es gleich krankhaft eifersüchtig ist oder nicht,
nicht. Also das ist alles auch ein bisschen wellenförmig, ne? Also du kannst verfolgen, du musst dich verfolgen, es kann das Handy sein, es kann Nachfragen sein. Ich denke, man merkt schon auch ein bisschen so selber, ist das noch gesund, diese Eifersucht oder nicht. Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Das trifft auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen mit einer emotionalen Abhängigkeit. Sie legen ihre Kontakte, die sie früher hatten, alle auf Eis. Ja, diese Menschen sagen, ich brauche diese Freunde alle gar nicht mehr. Ich brauche diese Bekanntschaften nicht mehr. Mein Partner ist das Wichtigste. Ich gebe ihm meine volle Aufmerksamkeit. Ich gebe ihm meine volle Zuwendung. Und für was brauche ich dann noch die anderen sozialen Kontakte, wenn ich meinen Partner habe? Schließlich bleibt der ja für immer bei mir und ich brauche ihn. Und irgendwie wissen diese Betroffenen, dass das zwar nicht ganz richtig ist, man braucht auch diese sozialen Kontakte und diese Freundschaften, aber sie nehmen es hin, weil sie Angst haben, wenn sie nicht ihre volle Aufmerksamkeit ihren Partner schenken, könnte er vielleicht irgendwann mal auf andere Gedanken kommen und sagen, ich wende mich von dir ab. Dieser Punkt ist echt sehr, sehr wichtig. Die Menschen, die eine emotionale Abhängigkeit haben, haben in sich innen drin die ganze Zeit das Gefühl der Unsicherheit. Ja, also irgendwie bin ich nicht gut genug, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Ja, dieses Gefühl, kennst du das? Ja, hier mit mir stimmt was nicht. Ja, mit mir ist irgendwas nicht richtig. Und diese Menschen versuchen das natürlich zu kompensieren. Wer fühlt sich schon gerne unsicher? Normalerweise müsste man das Gefühl annehmen, aber die Menschen wollen dieses Gefühl nicht haben, wie viele andere Gefühle auch nicht. Und das führt dazu, dass die Unsicherheit immer größer wird. Was tun sie also? Sie kompensieren. Das niedrige Selbstwertgefühl, das hier innen drin steckt, die vom Selbstbild kommt, weil man die Meinung von sich hat, ich bin nicht gut genug, wird jetzt im Außen kompensiert. Der Partner wird immer mehr und mehr gefragt, ob ich so, wie ich bin, gut bin. Gefalle ich dir so? Bin ich in Ordnung so? War meine Leistung gut so, wie sie war? Ist das in Ordnung so, wie ich das tue? Findest du das gut, wie ich das gemacht habe? Und jeder, versteh mich richtig, jeder macht das mal hin und wieder. Hier ist es aber wie eine Abhängigkeit. Wenn der Partner jetzt sagt, das war nicht gut, geht das Selbstwertgefühl den Keller runter. Man fühlt sich auf einmal sehr schlecht. Ja, man ist ja emotional abhängig. Man ist ja emotional abhängig. Man hatte diese Meinung nicht über sich und wenn der Partner jetzt so sagt, hey, nee, das war nicht gut, dann bin ich in diesem Moment wirklich auch nicht gut. Wutgefühle können aufsteigen, Ängstlichkeit und diese emotionale Abhängigkeit nimmt einen dramatischen Verlauf und wird auch noch immer schlimmer. Schließlich merkst du, dein Partner zieht sich eigentlich mehr und mehr von dir zurück, er distanziert sich und du klammerst immer mehr. Deine Motivation ist jetzt noch mehr von diesen ganzen Punkten, die ich gerade aufgezählt habe, noch mehr zu geben. Deine Motivation steigt, noch mehr davon zu geben, mehr Eifersucht, mehr ihn zu fragen. Und das Ganze ist im Zwischenmenschlichen so, dass die Person, sich jetzt immer weiter von dir zurückzieht, weil sie eben das Gefühl hat, das ist alles irgendwie langweilig, das macht ja alles gar keinen Spaß mehr. Und deine Motivation ist noch mehr zu tun. Das heißt, es nimmt jetzt einen dramatischen Teufelskreis nach unten, was ein menschliches, normales Verhalten ist. Und du denkst dir jetzt, ja, ich liebe ihn doch, ist doch normal, dass ich alles für ihn tue, dass ich eifersüchtig bin. Das ist doch ganz normal. Aber frag dich mal hier, wenn du dich an diesen Punkten bis jetzt wirklich erkannt hast, was ist denn die Motivation, warum du das alles tust? Ist es vielleicht die Motivation, weil du Angst hast, wenn er dich verlassen würde, du dir kein Leben hier oben vorstellen kannst, wie es danach weitergeht, weil du nicht weißt, wie ein Leben ist, wenn du dir nicht mal vorstellen kannst, 2 Tage ohne ihn zu sein, weil du nicht weißt, wie es mit deinen psychischen Symptomen mit dir selber, in dir selber aushaltbar ist, sind das die Dinge, die Motivation, warum du versuchst, an ihn so festzuhalten? Echte Liebe ist normalerweise eine Balance zwischen Verbundenheit und Unabhängigkeit, Respekt und Fürsorge. Und das Ganze scheint irgendwie so immer ungefähr in der Mitte zu sein und ist sehr ausgeglichen. Eine emotionale Abhängigkeit ist was anderes. Man ist abhängig von dem Partner, wie in diesen Punkten schon gesagt, seiner Meinung, hat Angst, ohne ihn nicht leben zu können, ist auf ihn angewiesen und traut sich selber nicht richtig zu, das Leben selber in den Griff zu bekommen. Es fehlt also, wenn man so möchte, an der eigenen Autonomie. Schauen wir uns die Anleitung an, wie wir uns aus der emotionalen Abhängigkeit dauerhaft befreien können. Bei mir war das die Erleuchtung. Der erste Punkt, und das ist wahrscheinlich auch der wichtigste, das ist wirklich der allerwichtigste Punkt, weil wenn du diesen Punkt nicht an dir erkennst, wie willst du dann etwas ändern? Nämlich Bewusstsein. Bewusstsein darüber, tut mir mein Partner, tut mir die Situation, ist die Situation, wie sie ist, tut die mir wirklich gut
Oder schadet es meinem eigenen Selbstwertgefühl? Fühle ich mich öfters so stark eifersüchtig, dass es mich in Disbalance bringt? Fühle ich mich öfters gedemütigt? Und vor allen Dingen merke ich, dass mein eigenes Selbstwertgefühl irgendwie immer schwächer wird. Denn wenn man in dieser Beziehung ist und es einmal diese Dynamik angenommen hat, dann schwindet das Selbstwertgefühl ganz normal immer mehr und mehr und mehr, da man ja immer weniger seine eigenen Bedürfnisse durchsetzen kann. Und deswegen hier an diesem Punkt für die Anleitung, mach dir einmal bewusst, und das ist es, nicht schönreden, nicht auf der gedanklichen Ebene, wenn schon wieder die Gedanken kommen, ja, aber ich muss ja und ohne ihn kann ich nicht. Nein, nein, nein. Fühle in dich hinein. Frage dich, tut mir das gut? Tut mir das, sei ehrlich zu dir, du kannst dich selber nicht anlügen. Tut mir das gut? Wenn die Antwort darauf nein ist, hast du den ersten Schritt gelegt, um zu sagen, ich möchte hier dauerhaft raus. Der zweite Punkt ist sehr, sehr wichtig und da scheitern die meisten, weil sie es einfach zu kurz machen. Darum darfst du das jetzt dauerhaft machen. Mach dir oben bewusst, was sind meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Wünsche. Nein, 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 nicht die Wünsche deines Partners, um ihn glücklich zu machen. Nicht die Wünsche für euch zusammen. Ich weiß, das wird dir jetzt sehr schwer fallen. Deine eigenen. Was will ich denn eigentlich wirklich? Nimm dir einen Stift und einen Zettel und schreibe darauf, was ich eigentlich selber wirklich will. Von mir selber. Was wünsche ich mir? Was möchte ich? Was möchte ich tun? Was sind meine Bedürfnisse? Und das nicht unbedingt auf dieser Ebene, ich möchte öfters ins Schwimmbad gehen oder öfter Golf spielen oder an der Tätigkeit, sondern auf der emotionalen Ebene. Möchte ich auch mehr Anerkennung? Möchte ich, dass mein Partner öfter das zu mir kommt und dieses oder jenes zu mir sagt? Mach dir diese Liste und visualisier sie und verinnerlich sie. Jetzt kommt der nächste Punkt, der dritte Punkt und der hat mir so gut getan und der war am Anfang so schwer und der wird wahrscheinlich dir auch so schwer fallen. Ich habe angefangen, Dinge alleine zu machen. Ich bin alleine wieder ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe Dinge alleine erledigt. Ich bin alleine wandern gegangen. Ich bin alleine in die Sauna gegangen. Ich bin alleine ins Schwimmbad gegangen. Ich habe mich mit jemandem getroffen. Ich habe Dinge einfach wieder alleine getan. Und weißt du, was am Anfang so furchtbar schlimm war und schwer war? Und das wird wahrscheinlich bei dir auch passieren. Die ganze Zeit schon auf den Weg dahin, wie ich dahin gegangen bin, haben die Gedanken oben gekreist. Was wird er denken? Was wird er machen? Wenn ich nach Hause komme, kommt es zu einem Streit? Geht er vielleicht oder sie woanders hin? Tut sie das? Und du bist die ganze Zeit abwesend. Und das ist aber nur am Anfang so. Wenn du das nach der Zeit immer und immer wieder wiederholst, dann entsteht hier eine Art Normalität. Eine Normalität und du fängst jetzt an, eigenständig wieder Verantwortung über dich und das Leben zu übernehmen. Das bedeutet, du stärkst ab hier jetzt mehr und mehr deine eigene Autonomie. Jetzt kannst du anfangen, dein Leben aktiv in die Hand zu nehmen und ich habe da wirklich eine super Methode dafür. Umso besser du deine eigene Persönlichkeit kennst, umso besser kannst du die Dinge für dich nutzen, die du gut kannst. Das heißt also, nimm dir einen Stift und einen Zettel auch wieder hier und schreibe dir auf, die Dinge, die du sehr gut kannst. All diese Dinge, die du sehr gut kannst, zeigst du einer Person vor, die dich sehr gut kennt. Und gegebenenfalls bestätigt sie diese Dinge, die du gut kannst. Wenn die Person diese Dinge bestätigt, die du gut kannst, fange jetzt an, genau die Dinge auszubauen und nachzugehen. Übe dich darin, immer mehr diese Dinge in deinen Alltag zu integrieren. Und du wirst merken, dass nach der Zeit dein eigenes Selbstwertgefühl, aber vor allen Dingen dein Selbstvertrauen sehr stark zunehmen wird. Akzeptiere dich selbst. Dieser Punkt war vielleicht der Gamechanger in meinem Leben. Und Akzeptanz ist so, ja, wenn man so möchte, so heilsam, aber die allermeisten Menschen tun sich damit so schwer. Wenn wir anfangen, uns so zu akzeptieren, wie wir sind, naja, dann haben wir auch weniger Angriffsfläche. Dann nehmen wir uns so an, wie wir sind und haben natürlich eine sehr viel stärkere Zufriedenheit mit uns selber. Sich nicht zu akzeptieren ist meiner Meinung nach die größte Form des Wahnsinns. Denn du bist so, wie du eben bist. Und so, wie du bist, heißt nicht, dass du anschließend nicht an dir arbeiten kannst. Der Ist-Zustand ist doch im Hier und Jetzt, wie er ist. Wie das Ganze funktioniert, hier oben auf den i ein Video von mir. Es ist wichtig, dass du dich selber akzeptierst. Denn hier und jetzt, im Hier und Jetzt bist du so jetzt, wie du bist. Nur, und vergiss das niemals, aus der Akzeptanz heraus können wir Menschen aktiv Dinge erst verändern. Gestehe dir zu, dass es Zeit braucht. Sei geduldig und verurteile dich nicht.
Sage nicht, oh Gott, jetzt bin ich wieder zurückgefallen. Ich denke, das hat meinem Selbstwertgefühl nicht gut getan, sondern sei gut zu dir. Denn nur aus Fehlern lernt man. Wie willst du denn lernen, wenn du auch nicht gleichzeitig Fehler machst? Also sei also bitte nicht so streng zu dir. Gönne dir das. Und vor allen Dingen, wenn du meinst, du stagnierst oder du kommst nicht irgendwie weiter, sage dir, ich mache ein Coaching, ich mache eine Psychotherapie oder ich suche mir Hilfe. Vielleicht kann mir da das eine oder andere noch beigebracht werden, dass ich mich endlich von dieser emotionalen Abhängigkeit lösen kann. Vielleicht ist es aber auch so, dass du andere Probleme in dir noch trägst. Vielleicht wie Depressionen, Panikattacken, Zwangsgedanken. Wenn diese Dinge in dir vorherrschen momentan sind, dann würde ich dir empfehlen, dieses Video einmal von mir anzusehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.